Hakuna Matata, das ist ja das, was wir alles so kennen. Wir sind ein schöner, kleiner, übersichtlicher Flughafen. Dass es dort in Sansibar kein Grundbuch gibt. Das Erste, wo mir aufgefallen ist, hier waren wirklich deutsche Bauingenieure am Werk, weil du hast genau an der richtigen Stelle immer eine Steckdose, zum Beispiel. Es ist sehr, sehr angenehm, in der gleichen Zeitzone zu sein wie Europa. Aber wenn man sich die Menschen anguckt, sie sind glücklich. Du musst dir um irgendwelche Flut- und Wirbelstürme, wie auch immer, überhaupt keine Gedanken machen. Was ich für die Immobilie bezahle, der größte Teil, 95%, ist letztlich für die Immobilie selbst. Und dort hast du sehr, sehr niedrige Preise. Also ich sage mal zum Beispiel eine große Melone 30 Cent. Zusammengefasst, es gibt gutes Internet auf der Insel. Da hat man auch Auswahl, kann man sich die Schulen anschauen. Ich glaube 4, 5 internationale Schulen gibt es auf der relativ kleinen Insel. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. So, heute machen wir mal hier eine besondere Folge. Heute werde ich nämlich den Daniel interviewen. Der Daniel ist gerade vor wenigen Tagen zurückgekehrt aus Sansibar. Dort war er, um hier unsere Reisen, die wir ja veranstalten werden, mit euch, für euch vorzubereiten. Daniel, du ganz spontan, was war dein erster Eindruck? Es war dein erstes Mal auf Sansibar. Du bist ja schon ein erfahrener Reisender, hast schon in vielen Ländern gelebt, hast schon viele Länder gesehen. Was ist dein erster Eindruck von dieser Insel in Tansania? Ja, also ich war noch nie in Afrika, muss ich dazu sagen, außer so ganz oben Tunesien, wo viele mal so eine Hotelhochburg vielleicht besichtigt haben, ne? Oder Tunesien, Marokko vor 20 Jahren irgendwie so. Also ich war wirklich begeistert, kann man so sagen. Es ist anders als vieles, was man vorher so gesehen hat. Was uns besonders, also was der wichtigste bleibende Eindruck ist, und das ist auch das, was jetzt mir und auch der Corinna so geht, was wir vermissen, ist eigentlich die Fröhlichkeit, die einen da überall begegnet. Und Hakuna Matata, das ist ja das, was wir alles so kennen. Viele wissen vielleicht nicht, dass es eigentlich eben aus Tansania kommt. Tansania und Kenia, da sagt man immer Hakuna Matata, kein Problem, macht dir keine Sorgen, was das ja auch so bedeutet. Und die Leute sind dort zwar sehr arm, aber sie lächeln immer, sind immer fröhlich, es ist eine ansteckende Fröhlichkeit und wirklich ein schönes, angenehmes Lebensumfeld dort. Mhm. Faszinierend. Ich weiß, dass deine Rückreise ziemlich turbulent war, weil da musstest du last minute einen Flug buchen und so. Also darüber wollen wir jetzt mal nicht reden. Aber erzähl doch mal über die Hinreise. Wie bist du da hingereist? Wie schwierig war das, dort hinzureisen mit dem Flugzeug? Wie lange hat es gedauert? Und wie einfach war es dort dann auch die Zollformalitäten und die Einreiseformalitäten zu erledigen? Das ist durchaus erzählenswert. Also der erste Schock hat uns getroffen am Flughafen in Athen. Wir sind also von Athen eigentlich geflogen nach Doha und von Doha nach Sansibar. Also insofern eigentlich ein ganz smoother Flug. Qatar Airlines, da hat man selbst im Economic-Bereich Abstände, die man sonst nur auf solchen teuren XXL-Plätzen findet. Also alles gut, ne? Aber man wollte uns nicht ins Flugzeug einsteigen, also man wollte uns die Bordkarten nicht ausdrucken, weil wir kein Rückreiseticket hatten. Also das ist schon mal eine erste Lesson, die haben wir jetzt gelernt. Die müssen diejenigen, die zuhören, also den Fehler nicht machen. Das ist ja in einigen Ländern so. Habe ich inzwischen gelernt, dass man eben ein Ausreiseticket immer dabei haben muss. Und da war ich also völlig blauäugig, hätte ich jetzt nie gedacht, dass das in Sansibar auch so ist. Also wenn man ins Flugzeug einsteigen will, wenn man sein Bordticket entgegennehmen will, dann muss man also auf deutscher, europäischer, wo immer man losfliegt, muss man dort halt sein Rückreiseticket zeigen, sonst drucken die einem das nicht aus. In Tansania hat das überhaupt keine Rolle gespielt, oder halt in Sansibar. Also da wollte das niemand sehen, aber die Leute hier bei den Fluggesellschaften, bei den internationalen, die sind da halt, die wollen, dass man das zeigt. So. Die Einreiseformalitäten, das hat mich schon ein bisschen erinnert, also wie gut es doch ist, so im Schengen-Raum zu sein, wo man einfach so hin und her reisen kann, weil es ist also so, wie wir es auch an anderen Ländern haben, wie es natürlich auch in den USA zum Beispiel ist, dass man so Formulare vorher bekommt, die man dann ausfüllen muss, die werden also ausgeteilt. Man hat so eine Einreisekarte, die man ausfüllen muss.
Und man muss im Prinzip ein Visum am Flughafen beantragen, wenn man das nicht vorher online gemacht hat. Die Formulare, man hat nicht mal den Eindruck, dass es irgendeiner durchliest, was man da aufschreibt, aber man muss halt sagen, wie lange man bleiben will, wo man bleiben will. Da kann man eigentlich irgendwas reinschreiben, interessiert sich niemand dafür, aber man muss es halt angeben. Ne? Wie lange will man bleiben? Ein bisschen was halt zu sein, wo man herkommt, welche Nationalität man hat. Man muss auch angeben, wie viel Geld man eigentlich eingeplant hat auszugeben, witzigerweise. Ja, also diese Spalte gibt es auch, aber man schreibt da irgendwas rein, wie auch immer, da interessiert sich niemand. 100 Euro am Tag oder was? Ja, man hat da irgendwas, man schreibt irgendwie 1000 Euro rein oder irgend sowas, ist so egal. Interessiert sich eigentlich niemand wirklich dafür, aber früher muss das wohl mal so gewesen sein. Also diese Spalte gibt es da, dann landest du dort an einem Flughafen, wir sind ein schöner, kleiner, übersichtlicher Flughafen. Direkt auf Sansibar, ja, das heißt, du bist nicht auf dem Festland. Internationaler Flughafen in Sansibar, es gibt mehr als 20 Direktflüge. Also unter anderem Zürich hat einen Direktflug, Frankfurt hat einen Direktflug und das ist für viele ganz interessant. Wobei man sagen muss, dass die Gesamtreisezeit des Direktfluges zu einem Flug mit Umstieg, ich habe mir das jetzt vor kurzem mal angeguckt, auch für einige Mandanten, die mitreisen wollen, jetzt zu unserer Plan-B-Reise, da ist teilweise nur eine Stunde mehr. Also scheinbar hat da zum Beispiel die Lufthansa, die mit Umsteigen fliegt, irgendwie direktere Flugrouten, während die anderen dann die Direktflugrouten vielleicht einen Bogen fliegen müssen, wie auch immer. Also da hast du einen Unterschied, vielleicht Direktflug 10 Stunden und ein Flug mit Umsteigen vielleicht 11 Stunden, obwohl du da irgendwo eine Stunde Aufenthalt hast zum Umsteigen. Also ist relativ smooth. Wenn du dann in Sansibar einmal gelandet bist, geht es eigentlich relativ schnell. Das heißt, du bist schnell vom Flugzeug dann an diesen Schaltern. Wenn du jetzt schon dein Visum hättest, wird es sowieso ganz schnell gehen. Dann gehst du halt einfach direkt zur Passkontrolle. Da haben wir 2-3 Minuten gestanden. Und am längsten haben wir noch zum Ausfüllen der Formulare gebraucht vielleicht. Und ansonsten gehst du dann halt hin und gibst dein Formular ab. Dann bezahlst du deine $50 fürs Visum. Jetzt neuerdings, seit 1. Oktober, muss man auch verpflichtend eine sansibarische Reiseversicherung dort am Flughafen oder vorher online abschließen. Die kostet $42 für 3 Monate pro Person. Es gibt Familienrabatte. Da ist aber alles drin, ist nicht nur Krankenversicherung, sondern auch alles, wenn dir irgendwas verloren geht und so weiter und so fort, Rücktransport, wenn du irgendwie nie nach Hause kommst und so weiter und so fort. Der Prozess hat uns dort nochmal 20 Minuten gekostet am Flughafen. Relativ gut organisiert, es gibt viele Schalter, viele Mitarbeiter. Wir sind ja mit einem riesen Flugzeug da angekommen. Also das war eigentlich ganz, ganz gut. Und dann bist du auch sofort, also das wird ja für unsere Kunden dann so zutreffen, dann steht da halt jemand mit Hakuna Matata, also mit einem Namensschild draußen und dann wirst du abgeholt und dann geht es auch schon also auf direktem Weg nach Fumba-Town zum Beispiel. Was muss man da einplanen? Wie lange ist der Transfer nach Fumba-Town vom Flughafen? 30 Minuten ungefähr. Heute lade ich dich ein, Sebastian und Daniel nach Sansibar zu begleiten. Den Link zur Plan-B-Reise für Auswanderer oder Investoren findest du in der Beschreibung. Sansibar bietet ja eines der besten Plan-B-Dauervisa. Wenn du zum Beispiel 90.000 Euro in ein Familienhaus in Fumba-Town investierst, erhalten bis 6 Personen ein permanentes Visum. Aber auch wenn du nur Vermögen außerhalb der EU gut investieren willst, ist Sansibar ein Geheimtipp, weil hier deutsche und Schweizer Ingenieure eine einzigartige neue Stadt bauen, Fumba-Town. Wir finden, das könnte ein ideales Investment sein, auch weil sich der Hilton-Dienstleister Valor um die Werterhaltung und Vermietung deines Investments kümmert. Aber komm doch einfach mit Sebastian und Daniel nach Sansibar und überzeuge dich selbst. 3 Tage Besichtigungen, Workshops, Treffen mit Auswanderern und den Stadtplanern vor Ort und Austausch mit Gleichgesinnten. Die Reisetermine und das Programm findest du unter www.perspektiveausland.com. Also alles sehr überschaubar. Sansibar ist ja eigentlich auch, ich habe mir das mal angeschaut, eine recht überschaubare Insel. Oder ich vergleiche das so immer ja mit Mallorca, weil jeder kennt Mallorca, kann sich gut vorstellen. Ungefähr halb so groß wie Mallorca, habe ich mir angeschaut. Ja. Also du hast 1,9 Millionen Einwohner auf Sansibar. Die Fläche ist 3.600 Quadratkilometer Mallorca und 2.400 in Sansibar. Also es ist, ich glaube, die Sansibarianer wären enttäuscht, wenn man sagen würde, es ist halb so groß, weil es doch schon größer ist. Okay, also ein Drittel, ein bisschen kleiner als Mallorca. Ein Viertel kleiner nur. Genau, ein bisschen kleiner als Mallorca. Die Einwohnerzahl in Mallorca sind 940.000 und dort ist halt 1,8 Millionen, wobei eben
dort natürlich auch die Touristen sowas noch dazukommen. Und das sind schon viele auf der Insel. Man hat schon den Eindruck, man ist auf einer ordentlich großen Insel. Du lebst ja auch sonst auf einer Insel, du bist es ja gewöhnt. Wenn du jetzt mal das Inselleben auf Sansibar so vergleichst mit deinen anderweitigen Erfahrungen, ist es ähnlich oder was kannst du dazu sagen? Nee, also diese griechische Insel, auf der ich wohne, die ist ja im Prinzip im Oktober, rollt man da die Fußwege ein, da werden die Restaurants abgebaut und da geht die Insel in Winterschlaf. In Sansibar ist es so, dass du das ganze Jahr eigentlich fast die gleiche Temperatur hast, also Unterschiede von 2-3 Grad, wenn du so willst, ne? Also jetzt, die griechischen Inseln sind erstmal ein Stück kleiner noch, das kommt noch dazu. Im Vergleich zum Beispiel, also die Insel, auf der ich jetzt lebe, die hat nur 83.000 Einwohner, zum Beispiel im Vergleich zu 1,9 Millionen. Das ist schon eine ganz andere Größenordnung. Also dort macht kein Restaurant irgendwann mal zu, da hat immer alles auf. Du kannst ja natürlich auf der Insel also auf Sansibar ruhige Ecken suchen, wo du im Prinzip für dich bist, wir waren auch mal ein paar Tage in so einem Hotel, wo rechts und links nichts weiter ist. Du bist halt nur am Puderzuckerstrand, rechts und links nichts. Und du kannst eben auch auf Regionen auf der Insel gehen, wo Partymeile ist, also wo im Prinzip sich jeden Tag eine andere Disco wird dann so aufgeteilt pro Tag, wo steppt da der Bär und da ist halt was los für junge Leute. Also die Insel kommt da nie zur Ruhe. Was Tourismus betrifft, da ist immer was los auf der Insel. Das heißt, du hast im Grunde genommen, was du jetzt gerade eben beschrieben hast, von deiner griechischen Insel, was ich auch von Inseln kenne, auch zum Beispiel von Malta und so, wo du diese saisonalen Unterschiede hast. Das gibt es im Grunde auf Sansibar nicht, da das Wetter immer stabil ist. Das heißt, du hast im Grunde Saison dort das ganze Jahr. Genau, also ich sage dir mal die Durchschnittstemperatur beispielsweise, also die niedrigste Temperatur als Durchschnitt, Tagesdurchschnittstemperatur ist 26 Grad, also 25, irgendwas, 8, 9 Grad, sagen wir rund 26 und die höchste Temperatur, die hast du da im Januar 28,8, also sagen wir mal 29 Grad. So. Das heißt, die Temperatur bewegt sich zwischen 26 und 29 Grad. Die Tageszeit, das war auch für uns sehr, sehr interessant, also im Prinzip geht da jeden Tag, egal ob Januar bis Dezember, geht jeden Tag die Sonne 6:30 Uhr früh auf. Und sie geht ungefähr so kurz vor 7 irgendwann unter, ne? Also da ist ein paar Minuten Unterschied. Aber dadurch, dass Sansibar sehr nah am Äquator liegt, ändert sich da fast nichts an den Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten. Das ist ja auch wichtig für unsere Mandanten und jetzt Interessenten, die hier vielleicht zuschauen und zuhören, denn viele von denen interessieren sich ja dafür, möglicherweise eine Immobilie auf Sansibar zu erwerben, um dann dort die Daueraufenthaltserlaubnis zu erhalten. Und die meisten werden ja jetzt nicht planen, sofort nach Sansibar umzuziehen, sondern werden im Grunde diese Immobilie haben, vielleicht dort einige Zeit verbringen, vielleicht einige Monate im Jahr, aber anderweitig darauf angewiesen sein, dass die Immobilie dann auch vermietet wird als Ferienimmobilie an Gäste. Und da ist es ja doch attraktiv, sage ich mal, wenn dort eine ganzjährige Saison letztlich in Sansibar ist und man praktisch hier die Immobilie auch ganzjährig dann vermieten kann. Absolut. Das ist ja auch ein Negativkriterium von Dubai. Dubai ist ja also wenn man jetzt sagt, ich möchte einen Investitionsstandort haben, wir bieten das ja auch an für unsere Mandanten, dass sie beispielsweise in Dubai über uns in eine Immobilie investieren können. Und na klar hat man dort auch eine Gesellschaft, die sich um die Vermietung kümmert, aber in Dubai gibt es eben eine ganze Reihe von Monaten, da will da keiner hin, weil du eigentlich das Haus nicht mehr verlassen kannst. Also den ganzen Tag nur noch in klimatisierenden Räumen verbringen kannst und in Pools, da kannst du dich noch entsinnen, hatten wir mal so ein Interview mit der Nazanin, da bringt man dann die riesengroßen Eiswürfel und haut da riesengroße Eiswürfel in die Pools, damit überhaupt im Sommer dann, also wenn da der Sommer ist, damit du überhaupt Pool aushalten kannst, ne, zum Beispiel. Also da wird der Pool nie beheizt, da kippt man die Eiswürfel rein. So. Also sowas hast du in Sansibar nicht. Was für mich jetzt sehr interessant war, also wir waren ja in einer kleinen Reisegruppe, also von anderen, die da jetzt bereits schon investiert haben oder gerade dabei sind, sich für eine Investition zu entscheiden. Und für mich war es sehr, sehr interessant, dass also eigentlich alle mit uns, die dort gewesen sind und die Sansibar
als Investitionsstandort zuerst gesehen haben. Also gesagt haben, also wir interessieren uns da, das ist ein tolles Projekt jetzt, eine Stadt, die entsteht. Da kann man also auch eigentlich ordentliche Margen mitnehmen, wenn man so früh beim Entstehen eines neuen Bauprojektes ja einsteigt, weil sich der Wert ja teilweise schon um 20-40% erhöht in der Zeit, bis die Stadt dann fertig ist oder bis das Haus fertig gebaut ist. Aber alle, die mit waren, haben gesagt, nee, also ich kann mir vorstellen, meinen Hauptwohnsitz innerhalb der 3 bis 4 Jahre nach Sansibar zu verlegen und sind aber mit einer völlig anderen Vorstellung nach Sansibar gereist. Ne? Also haben das eher als Urlaubsdomizil gesehen, als vielleicht so mal 1-2 Monate. Aber nachdem sie dann dort gewesen sind, haben gesagt, also ich kann mir vorstellen, dort in 3-4 Jahren, also mich schön vorzubereiten, meine Auswanderung und dort eigentlich den meisten Teil meines Lebens zu verbringen. Das war für mich sehr interessant, die Entwicklung so. Ich war ja da 2 Wochen reichlich auf Sansibar und das so zu sehen bei einigen. Woran liegt das, so dieser positive Eindruck, den man so nach so kurzer Zeit hat? Was sind da die Beweggründe? Auch gerade ja, also du hast auch von Personen ja gesprochen, die jetzt ja nicht unerfahren sind, die Welt erfahren sind, die verschiedene Länder schon gesehen haben. Wieso diese spontane, sage ich mal, dieses spontane Vertrauen, Zutrauen zu der Insel und dass man dich dort sehen kann, dort leben kann? Also viel hängt natürlich damit zusammen mit eben diesem Fumba Town Projekt, das sicherlich möglicherweise einmalig auf der Welt ist. Also ich kenne kein zweites Projekt, das im Prinzip deutsche Städteplaner, deutsche Bauarchitekten, deutsche Bauqualität, aber 100% an im Prinzip afrikanische Umgebung, an im Prinzip die Materialien, die auch dort verfügbar sind, an das Wetter, was da herrscht, angepasst eigentlich dort so ein Stadtprojekt aus dem Boden stampfen. Man kann sich vorstellen, also das ist ja eine Sache, die viele unserer Mandanten auch betrifft, sie ziehen irgendwo hin, weil sie sagen, das Land gefällt mir, aber man braucht ja ein gewisses Umfeld, damit man sich dort wohlfühlt. Also das sind die Menschen natürlich, mit denen man zu tun hat, sowohl die Einheimischen, aber auch die anderen, die dort mit auswandern, die man dort vorfindet. Und ein Stück weit auch die Lebensqualität. Also wie werde ich dort wohnen, wie werde ich da leben, was gibt es für Schulmöglichkeiten für die Kinder. Und dort, und das hätte ich nicht erwartet, und das ging auch all meinen den Begleitern in der Reisegruppe so, niemand hätte eigentlich so ein schönes, ausgewogenes, es ist ja nie alles perfekt, aber so ein ausgewogenes, positives Gesamtbild erwartet. Das würde ich vielleicht sagen, als eine Ursache für den Gesinnungswandel, kann man so sagen, vom rein möglichen Investitionsstandort bis hin zum, eigentlich, ich könnte mir das vorstellen, dort dauerhaft zu leben. Der Mix der Kulturen, also die Willkommenskultur der Leute, die auf der Insel wohnen, dass man also wirklich sich sehr willkommen fühlt. Und das Stadtprojekt Fumba, über das wir nachher dann vielleicht noch ein bisschen mehr sprechen werden, ist eben doch von vornherein so angelegt. Es wird also eine kleine neue Stadt entstehen, in der Locals wohnen, die sich dort das erste Mal in ihrem Leben bisher undenkbar eine Wohnung kaufen können werden. Also die Locals kriegen da Wohnung vielleicht ab $9.000 oder Euro, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Das steht jetzt europäischen Investoren nicht offen. Und werden in so einer Stadt wohnen, werden einen kleinen Laden öffnen. Ne? Aber man hat eben auch ganz andere Zonen in der Stadt, sagen wir mal vom was weiß ich, Bitcoin-Millionär, die sich da eben am Cliff vielleicht, aber in derselben Stadt eine kleine Villa zulegen könnte. Und alle leben zusammen, treffen sich in dem einen oder anderen Restaurant. Und das Leben wird nicht langweilig, sozusagen. Du kannst da vielleicht künftig im Burj Sansibar einen Sterne-Koch-Restaurant gehen. Der wird übrigens noch gesucht, der Betreiber da für ein Michelin-Restaurant. Die Hilton-Gruppe hat schon zugeschlagen. Also die Hilton-Gruppe übernimmt da den Burj in der Verwaltung, also den Turm und das Hotel. Und es gibt tolle Restaurants übrigens. Also du kannst da jetzt schon in der Stadt eine Pizza essen. Da kann sich mancher Italiener eine Scheibe abschneiden. Aber da wird es natürlich eine viel größere Vielfalt auch in Zukunft noch geben. Ich will nochmal zurückkommen auf dieses Inselthema. Wir reden ja relativ häufig hier über Inseln. Ja? Also wir reden über Zypern, über Malta, wir reden auch oft über exotische Inseln, vielfach Karibik. Ja? Im Rahmen zum Beispiel der Pässe, der Citizenship by Investment, aber auch jetzt hier, was mögliche Wohnsitzländer anbelangt. Also immer dieses Thema Sandy Beaches, ja ganz klar, wie man so schön sagt, living on Sandy Beaches.
Ich weiß, du hast jetzt ja auch schon viel gesehen. Du warst ja auch schon in der Karibik. Ich glaube, in der Domrep bist du schon mehrmals gewesen. Ich kenne die Karibik auch ziemlich gut. Wenn du jetzt sagen würdest, so Vergleich Sansibar, karibische Insel, was würdest du dazu sagen? Wer gewinnt, was ist besser und warum? Also da kann man jetzt gefühlsmäßig und rationell an die Sache rangehen. Also so auf dem Foto, ich denke, man kann ein Foto schießen auf Sansibar und eins von mir aus auf der Domrep und du wirst das jemandem vorlegen und er wird dir nicht sagen können, das ist Domrep, das ist Sansibar. Wobei ich sagen muss, so einen feinen Sand, deswegen nennt man das auch Puderzuckersand, habe ich noch nirgends auf der Welt gesehen. Also das ist ein unglaublich ganz, ganz feiner Sand. Also deswegen auch Puderzuckerküste oder Puderzuckerstrand genannt. Aber das sieht man ja auf dem Foto nie. Und ansonsten, also du hast, genau wie karibische Inseln, die Insel ist extrem grün. Also du hast fast an jedem Baum, den du siehst, der ist voller Früchte. Also es muss ein sehr, sehr fruchtbarer Boden sein. Das habe ich nicht auf allen Inseln bisher vielleicht so gesehen. Das ist mir dort sehr positiv aufgefallen, aber es gibt noch andere Aspekte, wenn man jetzt sowas vergleicht. Zum Beispiel die Zeitzone. Was ich jetzt als sehr angenehm empfinden würde, wenn ich mich jetzt für Sansibar als Wohnsitz, egal Plan B Wohnsitz, als 3-Monats-Wohnsitz oder 100% Wohnsitz entscheiden würde. Es ist sehr, sehr angenehm, in der gleichen Zeitzone zu sein wie Europa. Wie Deutschland oder in dem Fall jetzt wie Griechenland zum Beispiel. Das macht es sehr, sehr angenehm. Du hast zum Beispiel, wenn du da hin und her fliegst, also die Hin- und Rückreise ist für deinen Körper überhaupt keine Belastung. Und das Kontakthalten mit Geschäftskunden, ne, zum Beispiel, wenn du weiterhin von dort arbeiten willst, beruflich tätig sein willst, dann sagst du eben, um 9 treffen wir uns und dann machst du deinen Computer um 9 an, dein Zoom-Meeting und dein Kunde oder dein Lieferant, dein Geschäftspartner eben in Europa auch. So, das ist sehr, sehr angenehm. Das hättest du jetzt in der Karibik oder auch in Südamerika eben nicht. Das ist sehr angenehm. Du hast eben im Sansibar, im Gegensatz jetzt zu karibischen Inseln, hast du ein anderes Klientel an Locals. Das sind halt Afrikaner. Du hast also die Tansanianer, du hast vielleicht Leute aus Kenia, weil die sprechen ja die gleiche Sprache. Also auch Swahili. Du hast vielleicht noch aus Südafrika ein paar Leute, die dort also schon eine gemischte Local Community, während du eben in den karibischen Inseln, was weiß ich, oftmals so diese spanischen Wurzeln eben dann noch erkennst. Ne? Jetzt eine Sache ja ganz wichtig in der Karibik, das haben wir jetzt ja wieder gesehen in Florida, immer diese Risiken dort hinsichtlich von Hurricanes, auch Erdbeben zum Teil. Wie ist es in Sansibar? Liegen dir dazu Informationen vor? Also muss man da irgendwelche Tropenstürme befürchten? Gibt es da Erdbeben, andere Naturkatastrophen, die dort regelmäßig die Insel heimsuchen? Ja, also die typischen Dinge, die so Angst machen, sind ja, wie du gerade schon gesagt hast, ist vielleicht so ein Tropensturm oder eine Flut oder übrigens auch, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, sowas wie Malaria, Gelbfieber und so weiter und so fort. Und da bist du also gut aufgehoben auf Sansibar. Also du musst dir um irgendwelche Flut- und Wirbelstürme, wie auch immer, überhaupt keine Gedanken machen. Was merkwürdig ist, durchaus, das ist, dass du an der Ostküste der Insel, sieht man die Gezeiten extrem. Das heißt, du hast dort wirklich jeden Tag ein paar Stunden, wo du eigentlich nicht im Meer schwimmen kannst. Da musst du dann in den Pool gehen. So wie in der Nordsee und so, ja? So, und da kannst du dann rauslaufen weit. Wie gesagt, meine Frau hat das geliebt. Die ist da jeden Tag, hat immer jemand gesucht, der mit ihr da wandern geht, irgendwelche Dinge sucht. Das ist also, haben ganz viele Leute ihre Freude dran. Aber wenn du halt sagst, ich will morgens um 9 schwimmen gehen, da musst du erstmal nachgucken, ob morgens um 9 das Wasser da ist. So. Der Vorteil ist aber wieder, es liegt also da so bei der Ostküste so ein paar hundert Meter raus, sozusagen, gibt es dann Riff. Und durch diesen relativ flachen, also es geht relativ flach bis zu dem Riff, also du kannst da schwimmen, wie auch immer, aber es kommen halt dadurch wohl auch keine gefährlichen Fische wie Haie oder sowas da rein. Also man muss sich durch diese Konstellation dieser Küste auch keine Sorgen machen, wie in Australien beispielsweise, dass du mal vom Hai gebissen wirst. Und wie ist es mit Moskitos? Ist ja auch mal so ein Thema auf Inseln, also gerade Karibik, da gibt es also Inseln, wo es ein Problem ist, andere Inseln ist kein Problem. Ja, das ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst. Da haben auch viele Mandanten ja jetzt schon gefragt, die da mitreisen wollen. Wir waren 2 Wochen und 5 Tage dort. Ich bin nicht ein einziges Mal von irgendeiner Mücke gestochen worden.
Meine Frau hatte 3 Mückenstiche. Habt ihr euch eingesprüht von Kopf bis Fuß? Ich habe mich nicht eingesprüht. Also ich habe irgendwann mal an irgendeinem Tag abends mal in einem Restaurant habe ich das mal gemacht, aber ich habe es dann vergessen in Zukunft. Die Corinna hat das gemacht ab und zu, hat trotzdem mal so 3 Stiche abgekriegt. Und es ist also so, dass eigentlich die Insel war mal 100% malariafrei, von John Hopkins oder wer das da macht, dann auch attestiert worden. Inzwischen soll es mal wieder vereinzelte Malariafälle gegeben haben, aber nicht in einer Dimension, dass man sich also irgendwie sorgen muss. Es muss so selten sein dort. Die Empfehlung der Gesundheitszentren dort an Touristen ist, macht das nicht, also geht nicht das Risiko ein und impft euch oder macht eine Schluckimpfung irgendwo, wenn ihr da auf die Reisen geht, weil das hat nämlich auch Nebenfolgen und da kann es auch ein paar Tage wirklich schlecht sein bei einigen dieser Schluckimpfungen, die es da gibt. Sondern macht so, wenn du irgendwie den Eindruck hast, du bist gestochen worden, du kriegst an jeder Straßenecke in der Apotheke, kannst du dir für einen Euro oder sowas so einen Malaria-Test entweder direkt machen lassen in der Apotheke oder du nimmst mit nach Hause, machst das selbst. Und es ist also so ein Testschreiben, ähnlich wie das auch bei den Corona-Tests gewesen ist. Dann siehst du hättest das und dann kriegst du eigentlich deine medizinische Behandlung und dann hast du auch kein Problem. Das ist diese Empfehlung. Also wir haben uns dann so einen Test geholt in der Apotheke, aber wir haben eigentlich nie gemacht, weil normalerweise hast du ja typischerweise Symptome und wenn du dann sofort zum Arzt gehst und dich behandeln lässt, dann brauchst du dir auch keine Sorgen machen. Daniel, du hattest ja gerade eben schon angesprochen, dass du bei deiner Reise nach Sansibar keine Impfungen gebraucht hast. Man assoziiert ja Krankheiten, Malaria hat man schon erwähnt, aber auch Gelbfieber zum Beispiel so mit Afrika vielfach und für manche afrikanische Länder muss man sich ja dann auch hier vorbereiten, sonst kann man gar nicht einreisen. Aber du sagst im Grunde genommen, nein, für Sansibar sind solche Maßnahmen nicht notwendig, also keinerlei medizinische, sage ich jetzt mal, Vorbereitung zu treffen. So ist das. Absolut richtig. Also so haben wir es auch vom Gesundheitszentrum in Sansibar, was jetzt übrigens auch eine deutsche Ärztin ist, mit der man da sprechen kann. Die hat uns das auch so bestätigt. Und gerade Gelbfieber, was du erwähnt hast, da gibt's schon ein paar Länder, nicht nur in Afrika, also zum Beispiel Angola, Kongo, sowas, Nigeria, Äthiopien. Da gibt's wohl, da soll Gelbfieber vorkommen, da sollte man sich dann auch entsprechend vielleicht schützen. Oder Südamerika, so Länder wie übrigens, was man auch vielleicht nie denken würde, wie Brasilien, Peru, Kolumbien, Bolivien. Die haben also schon Gelbfieberprobleme. Und wie gesagt, auch einige Inseln in der Karibik. Aber auf Sansibar oder Tansania oder Kenia, was jetzt das vorgelagerte Festland betrifft, da hast du das nicht. Da haben wir auch noch nie drüber gesprochen, dass du ja im Prinzip fast in Sichtweite von der Westküste hast du ja das Festland, das ist dann Tansania. Und da fliegst du 20 Minuten mit dem Flugzeug, bist du in Tansania oder du fährst mit dem Schiff. Wenn man sich vielleicht ein Auto da gekauft hat, was auch sehr, sehr preiswert ist. Oder jetzt habe ich mal mit jemanden kennengelernt, der hat sich ein Motorrad gekauft für 600 €, um einfach das war das teuerste, was er kriegen konnte, eine neue indische Maschine, um da die Insel zu erleben. Und da kann man auch mit dem Schiff natürlich dann mal rüber aufs Festland gehen und das dann auch erkunden. Es ist ja doch vielfach in, sage ich jetzt mal, Ländern Afrikas oder auch Südamerikas so, dass man hier immer einen krassen Unterschied sieht zwischen arm und reich. Ich meine, mir ist das besonders aufgefallen, zum Beispiel in Indien, wo ja dann tatsächlich auch darbende, sehr leidende Menschen einfach auf der Straße liegen gelassen werden. Zum Teil gibt es Slums, wo die Leute leben, die man doch als Europäer hier als sehr, ich sage mal, menschenunwürdig fast wahrnimmt. Wie ist es in Sansibar? Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast ja vorhin gesagt, es ist im Grunde alles sehr touristisch, da geht viel, da läuft viel, aber ist die Armut da auch sehr sichtbar? Gibt es da einen großen Unterschied zwischen arm und reich? Das ist gut, dass du es ansprichst. Das ist wirklich so, also wenn man da völlig unbelastet hinkommt, das erste Mal und der Taxifahrer, so wie er das mit uns auch gemacht hat, so eine Abkürzung fährt und so irgendwo durch die Dörfer fährt, dann ist unser, ich sag mal, europäisches, ordnungsgewöhntes Auge erstmal ganz schön geschockt, weil du siehst dort wirklich teilweise so Dorfteile, die haben keine richtige asphaltierte Straße und die Kinder sitzen da irgendwie auf der Erde, ist halt kein asphaltierter Fußweg und die Hütten oder Häuser, man möchte Hütte eigentlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, in so einer Hütte zu wohnen. So, wenn man
allerdings dann eben ein paar Tage auf der Insel ist und sich mit Einheimischen unterhält, was wir jetzt auch wirklich intensiv gemacht haben, dann hat man so ein anderes Bild dafür. Zum Beispiel, was wir gelernt haben, in Tansania ist es so, das Land gehört den Menschen. So steht es in der Verfassung. Und das führt eben dazu, dass vielleicht eine Familie, die irgendwo in einem Village an einer ungünstigen Stelle vielleicht einfach sagt, ich baue mir jetzt eine Hütte an der Straße. Und dann nehme ich mir irgendwie ein paar Holzpfähle, baue mir da irgendwie so eine Hütte, wo man denkt, der nächste Sturm und dann liegt alles daneben. Aber die dürfen eben einfach in diesem Land, dort wo sie möchten, weil das Land den Menschen gehört, einfach sagen, ich setze mir jetzt hier ein kleines Häuschen hin. Und da verkaufe ich mein Obst, mein Gemüse, wie auch immer, und ich mache das dorthin, weil dort eben viel Verkehr ist, weil da viele Leute langfahren. Wir würden sagen, in so einem Haus möchte ich nicht wohnen, aber diese Menschen, wenn man sich halt mit ihnen unterhält, fühlen sich eigentlich dort wohl, zumindest viele. Und andere, die lieber in einer richtigen Stadt wohnen wollen, haben natürlich schon die Möglichkeit, wenn sie zum Beispiel einen Job oder sowas finden, der ihnen das erlaubt. Dort ist übrigens auch so ein Projekt wie jetzt Fumba Town, eigentlich ein Enabler für viele. Also in zum Beispiel Fumba Town werden jetzt 1200 Locals beschäftigt. Das heißt, solche Projekte, die da hinkommen, ermöglichen jungen Leuten oder auch die Dorfältesten dort zum Beispiel sind angestellt worden von den umliegenden Villages, weil man von denen was lernen wollte. Die nimmt man einfach mit rein ins Projekt. Und das ermöglicht den Leuten natürlich auch ihr Leben zu verändern, wenn sie das wollen. Es gibt aber eben eine Reihe von Locals, die möchten gerne weiter in ihrer Hütte leben. Und wenn man da sie mal anspricht, mit ihnen sich unterhält, ist uns aufgefallen im Vergleich zu anderen Ländern, die du vor uns gerade angesprochen hast. Die Leute sitzen zwar vor einer wackeligen Hütte. Wenn man übrigens reingeht, sieht es da ganz bunt aus, mit bunten Tüchern, vielen Farben und so weiter und so fort. Also innen sehen die Häuser oft ganz anders aus als von außen. Aber sie sitzen mit einem Lächeln dort und sie betteln auch nie um Geld, weil sie haben keinen Hunger. Ja, also es ist nicht so, dass die Leute, obwohl es auf den ersten Blick so aussieht, vielleicht darben, kein Geld für Essen, Wasser und so weiter und so fort haben, sondern sie leben halt das Leben, was man da seit Jahrhunderten wahrscheinlich so gelebt hat und sind relativ zufrieden. Trotzdem muss sich einiges ändern, da gibt es gar keine Frage. Die Regierung ist da auch willens. Wenn man das mal vergleicht, zum Beispiel mit einer Insel wie Mauritius, ich habe mir da sagen lassen, Mauritius könnte ungefähr heute so sein, wie vielleicht in 10, 20 Jahren auch mal Sansibar sein wird. Das heißt, dort ist eben alles schon weiterentwickelt. Allerdings musst du dort eben über 300.000 Euro investieren, um dein goldenes Visum zu bekommen mittlerweile. Und das musst du auch ausgeben für ein ungefähr vergleichsweises Apartment oder Haus. Ne? Das heißt, es ist einfach so eine Zeit. Wünschen wir für Sansibar das Beste. Viele übrigens haben uns dort auch gesagt, mit denen wir uns unterhalten haben, also Europäer, die schon seit 10, 20 Jahren dort leben. Hoffentlich kommen hier nicht zu viele Europäer und stülpen denen unsere Lebensweise über. Ne? Also wenn wir ihnen da einreden, jeder muss ein Auto haben, jede Straße muss unbedingt asphaltiert sein, jedes Haus muss da den gleichen Standard haben wie bei uns in Europa, dann stülpen wir denen möglicherweise auch eine Lebensweise über, die sie nicht wirklich glücklich machen wird. Das darf man auch nie vergessen. Also, ja, um deine Frage nochmal zu beantworten, wenn man da plötzlich, so wie uns das gegangen ist, wir haben uns also nicht vorher viel belesen, vielleicht das erste Mal da so diese Nebenstraßen lang fährt, ist man geschockt, was man da für Häuser sieht. Aber wenn man sich die Menschen anguckt, sie sind glücklich. Die meisten sind satt, also die wir da so gesehen haben. Und wenn du die Bäume überall anguckst, da siehst du auch, also hungern muss da niemand. Fast jeder Baum ist voll von Früchten, also unwahrscheinliche Vielzahl. Das habe ich so in der Form noch nie gesehen. Ja, muss man wahrscheinlich hingehen, um sich das vorzustellen. Ich finde es jetzt schwer vorstellbar aus der Distanz. Aber gut, klar, ich meine, wenn man da ist, dann ist es vielleicht dann auch anders. Aber nichtsdestotrotz, du hast ja gesagt auch, dass hier gerade Developments wie jetzt Fumba Town auch die Möglichkeit anbieten, Einheimischen, jedenfalls jenen, die es wollen, dann auch dort Immobilien selbst zu erwerben. Das ist also nicht nur für Touristen gemacht, sondern eben auch für Einheimische. Das ist ja im Grunde auch der Grund, warum sich Chancen in solchen Ländern bieten. Wenn jetzt diese Länder so entwickelt werden wie Westeuropa oder so, dann würden ja sich die Chancen auch gar nicht dort bieten, um die es jetzt hier überhaupt geht. Ja, also klar, da muss natürlich in gewisser Weise auch hier eine Ungleichheit noch existieren und das ist wahrscheinlich auch ein langer Weg dahin, bis man dann hier einen hohen Entwicklungsgrad erreicht hat. Aber diesbezüglich
stellt man sich natürlich dann auch andere Fragen. Ich habe ja schon mit mehreren Mandanten jetzt über Sansibar gesprochen, auch Mandanten, die da waren. Also interessanterweise, ein Mandant hat mir gesagt, ja, Sansibar wunderschön, aber leben könnte ich dort auf keinen Fall, das wäre mir viel zu langweilig. Ja. Der andere Mandant hat gesagt, ja, sehr schön, aber als ich da war vor einigen Jahren in Sansibar und ich habe online gearbeitet, gab es da laufend Stromausfälle. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dort als Freiberufler, als Freelancer vielleicht zu wohnen, wo ich jetzt auf den Laptop angewiesen bin, wenn da ständig der Strom ausfällt. Wobei er gesagt hat, dass das mehrere Jahre her war, seit er dort war. Was war dein Eindruck, als du dort vor Ort warst, zu den beiden Themen? Also erstmal, in Anführungszeichen, ist langweilig, kommt sich immer an, was man sucht. Und zweitens dann so die Sache mit dem Strom. Fangen wir mit dem Strom an. Also das ist in der Tat so, Strom ist sehr unzuverlässig. Also man muss damit rechnen auf der Insel, dass man mehrmals am Tag einen Stromausfall hat. Also die Insel bekommt einen Strom über ein Stromkabel von Festland, von Tansania. Und warum auch immer, ich kenne jetzt die Ursachen auch nicht, aber der Strom ist halt ein paar Mal am Tag weg. Die Hotels, die es da gibt, die haben alle noch ihre Notstromversorgung. Das heißt, da bekommt man davon, außer dass vielleicht plötzlich ein Generator brummt, wenn man Pech hat, dort sein Zimmer hat oder so, dann bekommt man das mit. Aber ansonsten bekommt man vom Stromausfall wenig mit. Und in Fumba Town zum Beispiel ist es auch so, dass dort jeder, der eine Wohnung da hat, sich entscheidet, will er also ein Power-Backup haben oder nicht. Und das bucht man dann einfach dazu zu seinen, sagen wir, City-Taxes, die man da hat. Das ist jetzt zum Beispiel bei einer Wohnung, bei einer normalen Wohnung bezahlt man 4,50 € monatlich Aufpreis und dann hat man das Power-Backup und dann hat man eigentlich immer seine Stromversorgung zum Beispiel. Aber es ist wirklich ein Thema. Ich bin mal gespannt, wie das langfristig sich dort verbessern soll. Du hast es ja vor uns gesagt, also das fand ich sehr gut übrigens noch, dass das natürlich ein Entwicklungsland ist. Das Wirtschaftswachstum auf Sansibar nur, da rede ich jetzt nicht von Tansania, ist 7% pro Jahr. Da träumen manche Länder von 7% und es ist Potenzial nach oben noch offen. Und das ist eben hat auch gerade den Charme. Wir haben ja ein paar Videos über BRICS-Länder gemacht, warum sich so viele ärmere Länder in die BRICS-Gemeinschaft auch integrieren wollen. Und warum auch überhaupt zum Beispiel China diese umgarnt. Also im Prinzip, sie versucht da einzuspinnen in diese BRICS-Gemeinschaft. Und das ist eben das Potenzial. Also es gibt nichts Schöneres eigentlich, als in einem Land zu leben, wo du eine dynamische Entwicklung beobachten kannst. Wo du einfach sagst, ich bin dieses Jahr mal da gewesen. Haben uns auch einige Investoren, die schon vor ein paar Jahren dort gekauft haben, gesagt. Die waren da vor 2 Jahren dort und vor einem Jahr dort und die waren dieses Jahr dort und jetzt ein paar Monate später das 4. Mal und sagen, jedes Mal, wenn du kommst, siehst du, dass sich da was bewegt auf der Insel, dass da was nach vorne geht. Hier wird eine Straße gebaut und hier wird dies gemacht. Hier werden große neue Einkaufszentren gebaut und so weiter und so fort. Also das ist das, was für viele natürlich sehr interessant ist. Und du hast ja das Thema langweilig angesprochen. Also gerade dann, wenn so ein Ort in Bewegung ist, wenn du überall siehst, da wird investiert in die Infrastruktur, da gibt es Bauprojekte, ist die Langeweile schon mal ein bisschen vielleicht in Grenzen gehalten. Und was ich sehr interessant fand, auch wenn jetzt natürlich erstmal nur 1000 Häuser von über 5000 Häusern stehen in Fumba Town, aber ist die Vielfalt der Menschen, die da ist. Also langweilig, dass es mir nicht langweilig wird, hat ja viele Faktoren, wie du selber schon gerade gesagt hast, hat viel mit meinem Umfeld zu tun, mit der Community, die ich habe, mit den Menschen, mit denen ich Umgang haben kann und mit den Freizeitmöglichkeiten. Klar, also ich meine, wer jetzt zum Beispiel passionierter Bergsteiger ist, der wird vielleicht auf der Insel selber jetzt wenig bergsteigen, aber dann fliegst du, was weiß ich, mal für 50 € nach Kenia rüber oder irgendwie, du bist ja mitten im Afrika da unten und hast Zugriff auf unwahrscheinlich viele Berge, zum Beispiel schon in Tansania ja selber, ist ja im Prinzip auch ein ganz beliebtes Bergsteigergebiet. Und da fliegst du auch ein paar Minuten im Prinzip rüber und dann hast du alles, was du brauchst. Also Langeweile, wie gesagt, du wirst in Fumba Town jetzt bereits schon über 60 Nationen, die dort investiert haben, sich ihre Wohnung gekauft haben, Tendenz steigend. Und Freizeitangebote müssen natürlich jetzt in der Stadt dann so nach und nach mitgeschaffen werden. Und ansonsten Afrika. Also wer Safaris machen will, Berge besteigen will, der wird wahrscheinlich dann
jedes Jahr sich seine Highlights setzen können, denke ich. Klingt spannend. Ist natürlich auch ein sehr individueller Punkt. Jeder hat so seine Vorlieben und mancher mag es ja vielleicht auch, ich sage jetzt mal, unaufgeregt haben. Es gibt ja auch Stress oder ich sage es mal andersrum, Stress ist ja auch negativ. Ja? Was mich jetzt hier auch gleich dann eigentlich zu der nächsten Frage bringt. Wie ist denn das so mit der gefühlten Sicherheit eigentlich? Also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Statistiken oder so, aber so von der gefühlten Sicherheit, wenn man da ist als Tourist, als Weißer, muss man da sich um irgendwas Sorgen machen? Hat sich das für dich sicher angefühlt, für dich und deine Frau? Hat man da immer das Gefühl gehabt, man muss da sozusagen die Augen überall haben, dass man jetzt da nicht ausgeraubt wird oder angemacht wird? Wie war das? Wie war das für euch? Du fühlst dich sicher. Also die Kriminalität, laut Kriminalitätsstatistik, ist sehr, sehr gering in dieser ganzen Region. Also wenn du da in die Altstadt gehst, in die typische touristische Altstadt, da soll es vereinzelt mal zu Geldtaschendiebstahl gekommen sein. Also wir konnten uns das dort nie vorstellen. Und jetzt, wenn du das mal mit Südafrika vergleichst, also wir haben eine Bekannte, die ist nach Südafrika ausgewandert und kommt jetzt, also ist diesen Monat jetzt zurückgekommen, ist vor einer Woche zurückgekommen, witzigerweise am gleichen Tag und mit fast dem gleichen Flugzeug, mit dem wir zurückgeflogen sind. Die hat gesagt, sie hat es genervt, dass überall 3 Meter hohe Mauern sind und alles Security und Wohnbereiche, alles im Prinzip gated Communities und so weiter und so fort. Das findest du dort nicht und das ist auch nie notwendig. Ja, also im Prinzip auch die Hotels, die haben da zwar irgendwie ihre Security draußen sitzen, aber es ist eigentlich, du hast nirgends das Gefühl, dass es unsicher ist und dass du dir auch die Polizisten übrigens sind freundlich, einige sprechen Deutsch. Also die älteren Polizisten, viele von den älteren Polizisten, mit denen kannst du Deutsch reden, die haben nämlich in der DDR noch ihre Ausbildung als Polizist gemacht, in Suhl zum Beispiel. Ganz witzig, also Tansania war damals gehörte mit zum kommunistischen Teil und deswegen auch enge Beziehungen zur DDR. Man findet dort DDR-typische so Neubauhäuser, natürlich ein bisschen runtergekommen zur Zeit, aber ich dachte, was sind denn das für Häuser, die kennst du doch aus deiner Kindheit. Dann sagt der Reiseführer, ja, die hat die DDR ja gebaut auf Sansibar. Aber in der Hinsicht ein Freundschaftsverhältnis auch zu Deutschen. Deutschen haben damals schon zu DDR-Deutschen zumindest haben einiges Gutes da bewirkt. Und wie gesagt, manche können auch Deutsch. Also sehr, sehr freundliche Leute. Wenn du dort auch mal übers Ohr gehauen wirst oder im Prinzip übervorteilt wirst, dann sind das eher, ich will nicht unbedingt sagen Deutsche, aber eher die Ausländer, die dort vielleicht ein Hotel betreiben oder einen angestellten Taxifahrer haben. Die Einheimischen gehen eigentlich relativ fair mit dir um. Klar, wenn du auf den Bazar gehst, musst du handeln. Also wer da hingeht und denkt, er bekommt immer gleich den niedrigsten Preis genannt, das gibt es, glaube ich, keinen Bazar auf der Welt, wo das passiert. Aber ansonsten ist eigentlich alles, fühlst du dich sicher und fair behandelt. Daniel, wir haben jetzt ja über das Stromnetz schon gesprochen. Eng damit verwandt ist ja auch die Frage des Internets. Für viele natürlich absolut notwendig, lebensnotwendig, gerade jetzt für Personen, die hier remote arbeiten. Wie ist das Internet? Ist es ähnlich jetzt anfällig wie das Stromnetz? Gibt es Alternativen? Kann ich zum Beispiel Starlink verwenden, da von Elon Musk? Oder gibt es da mobiles Internet? Was macht man dort? Wie komme ich da zu stabilem Internet? Kurz zusammengefasst, es gibt gutes Internet auf der Insel. Fumba Town, also dieses deutsche Stadtprojekt da auf der Insel, da hat jedes Haus, jede Wohnung hat einen Glasfaseranschluss. Das ist also sozusagen Standard. Ich selber habe ja dort auch gewohnt in Fumba Town. Wir hatten jetzt keinen aktiven Glasfaseranschluss in der Wohnung, sondern ein freies WLAN, was es auch an vielen Stellen in der Stadt gibt. Und da hatte ich so 30, 40 Megabit pro Sekunde über einen WLAN-Router, wie auch immer weit weg der von dem Haus war, also so ein Stadt-WLAN, irgendwie aus Nachbarhäusern. Und das Mobilnetz, es gibt also mehrere Mobilnetzanbieter, die auch ein sehr, sehr schnelles Internet übers Handy anbieten. Da habe ich also auch weit über 50 Megabit gemessen, als ich da unterwegs war. Bist du an der Ostküste in den Hotels, also die Hotel-WLANs, die ließen wirklich zu wünschen übrig. Also da habe ich auch mal versucht, einen Podcast zu machen. Übrigens, als ich gerade da war, den musste ich dann abbrechen. Also das Hotel-WLAN, das war kein Punkt.
ne, zum Beispiel. Aber wenn man sich dann eine SIM-Karte besorgt, übrigens, wenn du am Flughafen landest, kannst du dir direkt schon eine SIM-Karte holen. Da kosten, glaube ich, 5 Gigabyte für einen ganzen Monat $3 ungefähr, 2 Euro irgendwas. Ist also relativ günstig für uns und dann hast du ein sehr, sehr schnelles Internet überall auf der Insel. Ja, es gibt natürlich, wenn du mit dem Taxi über die Insel fährst, gibt es irgendwo mal ein paar Ecken, habe ich auch gesehen, da geht es dann runter, ne, mit der Geschwindigkeit, also aus dem Auto mit Internet. Aber da habe ich übrigens auch gehört, in Deutschland, das wäre mal interessant jetzt für unsere Zuschauer und Zuhörer, die in Deutschland viel unterwegs sind. Ich wohne ja schon ewig nicht mehr in Deutschland, aber die, mit denen ich da telefoniere, sagen, dass das auch nicht mehr so gut sein soll, wenn man da auf Autobahn oder mit der Bahn unterwegs ist. Es soll wohl das auch in Internet. UK, also 100%ig, das ist ja eine Katastrophe. Genau. Aber du hast noch was anderes Interessantes gefragt, nämlich Starlink. Also Starlink, die Verträge sind unterzeichnet und man wartet jetzt drauf, irgendwie 1, 2 Monate soll es noch dauern und dann ist Starlink auch auf der Insel freigeschalten. Genau. Also das heißt, trotz der Probleme mit dem Strom ist das Internet, hier gibt es verschiedene Wege, das Internet hier zu verwenden. Da hat man auf jeden Fall, also sollte man dann als digitaler Nomade oder Remote-Arbeiter hier versorgt sein. So ist das. Sebastian und Daniel haben ein tolles Programm für eine Plan-B-Reise nach Sansibar vorbereitet. Außer Plan-B-Workshops vor Ort besichtigen wir das deutsche Stadtprojekt Fumba Town. Wir treffen die deutschen Stadtplaner vor Ort und vor allem Auswanderer, die schon in der Stadt wohnen. Ihr habt also Gelegenheit, euch direkt vor Ort zu informieren, wie es wäre, dort zu leben. Oder warum Fumba Town eine Investition wert ist. Man bekommt ja hier schon ab 90.000 € Investition ein permanentes Visum für 6 Personen. Und natürlich besichtigen wir auch die historische Altstadt und fahren zum Puderzuckerstrand an die Ostküste. 4 Übernachtungen und Halbpension haben wir euch eingeplant, aber ihr könnt natürlich selbst noch verlängern. Ihr müsst nur euren Flug buchen. Direktflüge gibt es zum Beispiel von Frankfurt oder Zürich. Wir freuen uns, dich in Sansibar zu treffen. Wenn du Fragen hast, schreibe Daniel eine E-Mail oder ruf einfach an. Was ja immer auf diesen Inseln, muss man sagen, ein Thema ist das Thema Lebenshaltungskosten, weil natürlich alles hier kompliziert per Schiff oder auch per Flugzeug, sage ich mal, eingeführt werden muss, auf die Insel gebracht werden muss. Ist also dann natürlich auf vielen Inseln ist das Leben ziemlich teuer. Also wir kennen das ja auch von den karibischen Inseln. Wir haben ja auch zum Beispiel schon mehrere Podcasts hier aufgenommen mit dem Christopher Albeck auf den Bahamas, der das ja auch immer wieder betont hat. Wie ist das mit den Lebenshaltungskosten auf Sansibar? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das auch dann exorbitant teuer alles oder kann man da eigentlich einigermaßen hier mit wenig auskommen? Also auch eine gute Frage. Wenn du dort davon ausgehst, also der Lohn eines Arbeiters, einer Arbeiterin auf Sansibar, also die bekommen im Monat ungefähr $120, $130 als Monatsgehalt. Und davon lebt in der Regel eine ganze Familie. Das wirst du und ich, wir werden das nicht hinbekommen, zu dem Preis zu leben. Nicht nur wegen vielleicht dem Standard, den wir uns wünschen, sondern vor allem, weil wir diese günstigen Preise auf dem Markt nicht aufrufen können. Also uns wird niemand zu den niedrigen Preisen da irgendwas verkaufen. Und klar, also wir waren in Supermärkten, die sehr, sehr teuer sind. Also wo du sagen kannst, das ist also schon, ich sag mal so Rewe oder Bioladenpreisniveau. Aber es gibt auch Supermärkte, die auch sauber sind, clean sind, wo jetzt sagen wir mal die bisschen Mittelschicht, mittlere Oberschicht der Locals hin einkaufen geht und dort hast du sehr, sehr niedrige Preise. Also ich sage mal zum Beispiel eine große Melone 30 Cent, wenn man mal so einen Preis zum Beispiel vergleicht. Also gerade sowas, was da auf der Insel auch wächst, das kriegst du sehr, sehr billig. Oder 1,5 Kilo Reis, aber wirklich sehr, sehr guten Reis. Wir essen selber sehr, sehr gerne oder viel Reis. So Basmati-Qualität bekommst du für vielleicht €1, 1,5 Kilo. Ne? So. Also das sind nur einfach mal so eine Vorstellung zu haben. Und auch so Kosmetikartikel, am Anfang waren wir geschockt, das war relativ teuer, teurer als in Deutschland im Supermarkt. Dann haben wir einen Supermarkt nachher noch gefunden, da war es deutlich günstiger, die Hälfte bis ein Drittel vielleicht von dem, was man bei uns für bestimmte Kosmetikprodukte sagt. Also man wird das lernen müssen auf der Insel. Übrigens ein guter Tipp, den ich von einem Freund habe, von meinem Freund Harry Cotton aus Kanada, der auch schon in sehr, sehr vielen Ländern gelebt hat.
Und der hat es immer so gemacht, wenn er in so ärmliche Länder, also ärmliche, Entschuldigung, aber halt in Länder geht, wo halt die Lebensart ein bisschen anders ist als bei uns, dann hat er immer gesagt, dann stelle ich mir da jemanden ein. Was würde also zum Beispiel bedeuten, wenn man jetzt in Sansibar wohnen will, wirklich dauerhaft, dann kann man sich einen Local einstellen, vielleicht einen Fahrer oder jemand, der auf die Kinder aufpasst, gerade kinderreiche Familien, und bezahlt der vielleicht nie 120, sondern vielleicht $150 pro Monat. Und dann sagt man ihr, geh du bitte für mich einkaufen, weil die kriegt dann natürlich die günstigen Preise. Und dann ist eine Win-Win-Situation. Ne? Dann ernährt man eigentlich eine ganze Familie mit so einem Gehalt. Wenn man da also entweder, wie gesagt, im Fahrer sich einstellt, vielleicht sogar schon mit Auto, weil er ein Auto hat, oder halt vielleicht braucht man jemanden für die Kinder oder fürs Kochen, fürs Reinigen, was auch immer man da hat, ne? Und bekommt gleichzeitig halt die günstigsten Preise. Fand ich ein guter Tipp. Ja, das ist ein guter Tipp, ja. Jetzt hattest du von den Supermärkten gesprochen. Wie ist denn dann da das Sortiment? Also sind da die Sachen, die wir so, ich sage mal, lieb gewonnen haben als Europäer, kriege ich die da, oder ist ein komplett anderes Sortiment? Du kriegst da deinen französischen Weichkäse oder was auch immer. Also du bekommst eigentlich im Wesentlichen das, was du brauchst. Jetzt in einem Hotel waren wir, da hat ein Schweizer für andere Schweizer, die dort ein Hotel haben, einen ganzen Koffer voller Schweizer Käse mitgebracht. Also wenn du jetzt sagst, ich brauche Appenzeller oder ich brauche meinen Gruyère-Käse, den wirst du wahrscheinlich dann nicht auf Sansibar unbedingt bekommen, aber ansonsten normalerweise bekommst du vieles von dem. Wie ist es mit anderen westlichen Marken? Also gibt es da zum Beispiel McDonald's auf Sansibar? Habe ich keinen gesehen, aber muss ehrlich sagen, ich wäre fast enttäuscht, wenn man da einen McDonald's, aber durchaus möglich. Also wir waren jetzt in der Altstadt, das werden wir jetzt das nächste Mal im November werden wir das noch mal werden wir uns mehr Zeit nehmen. Da hat die Zeit nicht so richtig gereicht. Wir sind einmal da gewesen. Übrigens gehört zum Weltkulturerbe. Da die Stone Town heißt das, da ein Teil der Altstadt. Aber da hat die Zeit nicht gereicht, uns alles anzugucken. Sehr interessant. Wir haben jetzt ja schon verschiedene Videos zum Thema Sansibar aufgenommen. Übrigens, die würde ich auch jedem empfehlen, sich anzuschauen. Also eine Folge war die der Daniel aufgenommen hat mit dem Sebastian dort, also nicht ich, sondern ein anderer Sebastian, der dort letztlich dieses Investitionsprojekt auch leitet. Das ist sicherlich sehr interessant. Ich habe dann auch nochmal ein anderes Video gemacht zum Thema Steuern in Sansibar, wie attraktiv eigentlich steuerlich Sansibar dann tatsächlich ist, wenn man die Aufenthaltsgenehmigung hat, die man ja durch die Investition dort erhält für die $100.000. Vielleicht zu dem Punkt sind mir noch einige relevante Fragen eingefallen. Wir empfehlen ja unseren Mandanten letztlich dann dort eine Immobilie zu erwerben, die zu kaufen und dadurch eben sich letztlich die Daueraufenthaltsgenehmigung dort zu sichern, die dann ja eben die ganzen steuerlichen Vorteile hat. Außerdem kann man natürlich die Immobilie, wenn man nicht dort ist, vermieten. Zum Teil auch macht es, hast du ja erzählt, die Firma Hilton organisiert es dann. Valor. Hat da also ein Einkommen, ja, was dann dort auch relativ günstig besteuert ist. Was ich so gesehen habe, jetzt auch in den Kommentaren zu den anderen Videos, da ist immer sofort so, gibt es ja den einen oder anderen, der dann nochmal hier betont, eigentlich, naja, und es schließt so ein bisschen daran an, was du vorhin gesagt hast, dass das Land den Einwohnern Tansanias gehört. Im Grunde genommen können ja Ausländer in Tansania gar kein Land kaufen. Ja? Also man kennt ja natürlich solche Modelle auch aus Europa, also auf Englisch Leasehold. Das ist ja in London komplett normal, dass man ja auf Leasehold zum Beispiel eine Immobilie kauft. Da hat man dann ein Recht letztlich für 100 Jahre oder so. Oder wir kennen es auch aus Deutschland, die Erbpacht. Also zum Beispiel meine Großeltern haben nach dem Krieg da günstig gebaut auf Erbpacht. Land, was sie günstig hier von der Kirche bekommen haben. Ähnlich ist es ja auch in Sansibar, nach meinem Verständnis, Daniel, korrekt? Genau. Also man muss ja unterscheiden in Sansibar, und zwar das Fumba Town Projekt, was wir jetzt hier für unsere Mandanten eigentlich mehr oder weniger auserkoren haben als eine Empfehlung. Das ist in der Free Economic Zone, die da über ZIPA, das hattest du ja auch in deinem letzten Video erwähnt, wir werden einen Link nochmal reinpacken, wer da mehr Informationen dazu will. Das ist also eine spezielle
Gesellschaft, das ist die Zanzibar Investment Promotion Authority, so heißt das, also wie so eine Behörde. Und dort gelten ein bisschen andere Gesetze. Das heißt, eigentlich außerhalb dieser Free Economic Zone gibt es sogar nur Erbpacht von 33 Jahren. Das muss man wissen. Und da gibt es auch einige wirklich, die das so machen. Also an der Ostküste zum Beispiel gibt es Grundstücke bzw. gibt es Bauprojekte, wo du einen 33 Jahre Erbpachtvertrag bekommst. Und das ist bisher immer anstandslos verlängert worden. Das heißt, das Gute ist jetzt, in der Free Zone sind es 99 Jahre. Aber man kann jetzt schon auf die Erfahrung zurückblicken, dass es eigentlich keine Probleme bei einer Verlängerung der 33-jährigen Erbpacht gibt. Die Regierung wäre ja auch dumm, weil wenn da auch nur ein einziges Mal so ein Erbpachtvertrag nicht verlängert würde das ja eigentlich sofort dem Ansturm der Investoren einen Dämpfer geben. Also die Regierung und die Insel möchte gerne, dafür hat man neue gesetzliche Grundlagen geschaffen, möchte gerne, dass Investoren kommen. Und insofern, wenn man sich da vor Ort auch mit den Investoren, die da gekauft haben, unterhält, mit denen es auch schon mal verlängert worden ist, vielleicht die 33-jährige Erbpacht, sollte man da eigentlich sich nicht unbedingt beunruhigen davon, dass es eigentlich nur eine Erbpacht ist. Ich muss jetzt hier nochmal kurz unterbrechen und nochmal was fragen. Wir haben jetzt ja hier einige Projekte kennengelernt, wo man also jetzt für 100.000 letztlich eine Immobilie erwerben kann, 100.000 US-Dollar, ungefähr 90.000 Euro. Was kostet jetzt diese Erbpacht eigentlich? Also wenn ich nach 99 Jahren dann hier diese Erbpacht verlängere für weitere 99 Jahre, was muss ich dann da bezahlen? Also wenn du jetzt für die ersten 99 Jahre im Prinzip dieses Eigentumsrecht erhältst, dann sagen wir mal, sind die staatlichen Fees für die Besitzurkunde und für diese 99 Jahre Erbpacht sind 5%. Das heißt, in 99 Jahren müsste ich dann wieder 5% bezahlen vom Wert, den die Immobilie dann hat, oder wie? Möglicherweise. Also da mache ich jetzt mal Folgendes. Also ich will jetzt auch kein Halbwissen verbreiten. Wir blenden hier unten den Text ein. Ich werde es nochmal recherchieren an der Stelle. Und jetzt hier unten blenden wir das ein, was ich da nochmal dazu genau erfragt habe. Ne? Das ist einfach. Ja, okay. ist ja gut, eben. Genau. Aber ist ein wichtiger Punkt. Jetzt ist noch was Interessantes, weil man beschäftigt sich ja immer mit dem Worst Case. Ja. Und gäbe es jetzt aus irgendeinem Grund ein berechtigtes Interesse von der Regierung, diese Erbpacht nicht zu verlängern, dann ist es eben gesetzlich so vorgesehen, dass dann der Eigentümer der Immobilie, weil die gehört mir ja trotzdem, ne? Also man hat dann so eine Pattsituation, das Land würde ja der Regierung, verpachtet mir die Regierung, aber was oben drauf steht, ist ja meins. Und dann ist vorgesehen, wenn also es nicht zu einer Verlängerung kommt, dann muss ich voll zum Wert dieser Immobilie entschädigt werden. Also ich muss mir eigentlich diese Immobilie dann abkaufen. Das ist geregelt. Ich meine, sollte man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, wird man jetzt nie begeistert sein und da jubelnd oder so, aber weil man das eigentlich ja dann auch mindestens erwartet, aber so ist es auch in Zanzibar geregelt. Gut, also das heißt, im Grunde genommen, was ich für die Immobilie bezahle, der größte Teil, 95%, ist letztlich für die Immobilie selbst, also für das Gebäude, für das Erbauen der Immobilie. Die Erbpacht ist eigentlich relativ günstig. Nach 99 Jahren kann ich die verlängern. Ich gehe davon aus, die wenigsten werden ja die 99 Jahre überleben, wenn sie das hier letztlich erwerben. Man kann das problemlos übertragen an seine Nachkommen, an seine Erben. Und im Grunde genommen müssen die sich dann darum kümmern, danach, was sie dann damit weitermachen wollen. Naja, zum Thema Übertragen ist halt übrigens noch ein interessanter Tipp. Also man kann, wenn man jetzt dort so eine Immobilie erwirbt, kann man von vornherein schon, das machen einige so, eben Partner oder Kinder mit als Eigentümer reinnehmen. Und dann entfällt eine spätere Übertragung. Ne? Die könnten von Anfang an da schon mit Eigentümer sein. Eine andere Sache, die hier immer wieder in den Kommentaren zu unseren anderen Zanzibar-Videos erwähnt wurde, war Folgendes. Manche haben hier angemerkt, die Situation dort kennen oder auch dort schon waren, dass es dort in Zanzibar kein Grundbuch gibt. Ja, und jetzt ist ja für einen Deutschen das Grundbuch schon ein sehr wichtiger Punkt und hat einen sehr hohen Wert auch, was die gefühlte Sicherheit anbelangt. Und man macht ja dann sich so Gedanken, kann das dann passieren, dass da irgendjemand auftaucht, auf einmal sagt, na, dieses Grundstück gehört mir und jetzt gehört mir dein Land und so weiter und so fort.
Wie ist es da? Ich meine, ich bin sicher, da gibt es eine Lösung. Die haben sich da sicherlich was überlegt zu diesem Thema. Wie muss man sich das vorstellen? Also wenn es kein Grundbuch gibt, wie ist dann die Sicherheit letztlich hier des Eigentums gegeben? Genau, also das ist wirklich ein ganz ernsthaftes Problem auf der Insel. Das sind also viele, ich habe da selber auch welche kennengelernt, die da wirklich also reingefallen sind, die da ein Stück Land gekauft haben auch irgendwie, sind vielleicht sogar beim Notar gewesen dort und haben da Verträge ausgefüllt, wie auch immer, um dann letztendlich festzustellen, dass das nichts wert ist. Ne? Wenn da irgendein Dorfhäuptling, ein Dorfältester verkauft dir ein Stück Land, du kannst auch ein Haus drauf bauen, aber letztendlich ist diese Urkunde, diese Besitzurkunde des Landes nichts wert. Weil Ausländer können kein Land kaufen. Ja, generell. Oder weil halt, genau, er hätte es wieder verkaufen können. Also selbst derjenige hat ja eigentlich keinen richtigen, nochmal, das Land gehört den People, wenn man so will, People auf Sansibar. Und selbst derjenige, der das verkauft hat, der hat eigentlich mehr oder weniger, bei uns würde man sagen, so eine Art Gewohnheitsrecht, ne, und hat eigentlich jetzt sein Gewohnheitsrecht, dass er bisher gewohnheitsmäßig in seiner Familie dieses Land immer genutzt hat, das hat er dir eben jetzt weiterverkauft. Ne? So, aber eigentlich ist das, wenn jetzt eine Regierung dort eine Straße bauen wollte oder wie auch immer, du kannst auch ein Haus dahin bauen vielleicht erstmal, aber wenn da jemand anders kommt und sagt, wir wollen da was machen, dann hat das Stück Papier, was du hast, keinen Wert. So, das ist ganz anders eben in diesem Bereich jetzt. Wir reden also jetzt hier bei Fumba Town von einer speziell anders geregelten Einheit. Dafür gibt es eben auch diese sogenannte Sansibar Investment Promotion Authority, die also ein bestimmtes Stück Land da genommen hat. Jedem, der vorher ein Gewohnheitsrecht auf dieser Fläche hatte, der wurde voll entschädigt und hat eine andere Fläche bekommen. Also selbst, dass das vom Tisch ist. So, jetzt gibt es da ein Stück Land und dieses Stück Land wird eben von dieser sogenannten ZIPA verwaltet, so wie wir das auch kennen würden, mit einer Grundbuchamt-ähnlichen Funktionalität. Ne? Wo du also eine richtige, nicht von irgendeinem Notar, Rechtsanwalt oder vom Dorfhäuptling ein Stück Papier hast, dass das dein Stück Land ist, sondern du bekommst eine Besitzurkunde oder halt eine Erbpachturkunde von dieser Regierungsbehörde ausgestellt. Die bekommst du übrigens bereits, wenn du die Anzahlung geleistet hast. Das heißt, man hat ja für diese Immobilien dort einen Zahlungsplan. Üblicherweise zahlt man kann also bis 48 oder auch mehr Monate das Ganze abzahlen, beziehungsweise man hat einen Zahlungsplan von 25 bis dann, also in verschiedenen Etappen, 25, 25, 25. Und mit den ersten 25% Anzahlung bekommst du bereits diese Besitzurkunde von dieser ZIPA-Behörde. Und die ist so, also ist so belastbar und rechtlich oder juristisch dicht, dass du darauf sogar Bankkredite bekommst in Sansibar. Ne? Die Baufirma oder diese Stadtplanungsfirma vermittelt dort notfalls auch Kontakte zu Banken. Also du kannst daraufhin auch schon eine Hypothek zum Beispiel nehmen. Sehr interessant. Übrigens, diese ZIPA, die hat auch eine Webseite, die ist ganz interessant, die Webseite. Ich habe die mal angeschaut. Ja, also ziemlich langsam, aber ganz interessant. Wir packen mal einen Link hier rein, da kann man sich das mal, da sind die ganzen Dokumente auch drauf, letztlich hier so die konstituierenden Dokumente für diese Zone, was da wirklich die Regelungen sind, was die Benefits sind und so. Also, wie gesagt, das ist eine Regierungsbehörde, das kann man sich mal anschauen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, sicherlich interessant. Noch eine weitere Frage zum Thema letztlich hier der Immobilie. Wir kennen ja doch aus vielen anderen Ländern und auch schon aus Ländern wie Dubai zum Beispiel, ja, oder besser gesagt Vereinigte Arabische Emirate, dass die Bauqualität und so doch nicht jetzt die gleiche ist wie in Deutschland. Ja? Und ich sage es jetzt gar nicht abwertend oder negativ. Ich meine, man muss ja nur in die USA gehen und weiß schon, dass viele Häuser in den USA einfach Bretterbuden sind und kosten genauso viel oder 10-mal mehr als in Deutschland. Ja? Es ist halt einfach andere Länder, andere Sitten sozusagen. Aber man hat natürlich schon als jetzt jemand aus dem deutschsprachigen Raum, Deutschland, Schweiz, Österreich, schon eine relativ hohe Anforderung auch. Man möchte nicht, wenn man so sich gegen die Wand lehnt, dass sie dann zusammenbricht. Ja? Wie ist denn so die Bauqualität jetzt da in Fumba Town? Du hattest ja schon erwähnt, es ist letztlich hier von einem deutschen Unternehmer hier letztlich verantwortet. Wie muss man sich das vorstellen? Wir haben uns dort ja
von fast jedem Modell, was da an Haustyp, Apartmenthaustyp gebaut wird, haben wir uns da Muster angeschaut, sind mal reingegangen, haben wir, wie gesagt, in einem auch gewohnt, in einem dieser so mittleren Reihenhaus-Villas oder ja, Reihenvilla könnte man fast sagen. Ganz toller Gebäudetyp. Also ja so, dass dafür extra eine Firma da unten gegründet wurde, da werden wir auch mal einen Link mit reinpacken, ist die Firma Volkshaus. Klingt jetzt vielleicht erstmal billig, aber wer jetzt bei Volkswagen da so sieht, ich meine Volkswagen, ich weiß gar nicht, was der kleinste ist, unterm Polo gibt es ja noch einen, aber jedenfalls bis hoch zum Touareg, wie auch immer, hat ja im Prinzip ein ganzes Sortiment und auch ist bekannt für gute Qualität und ähnlich will man auch mit der Qualität da bei Volkshaus. Das sind deutsche Gründer, deutsche Bauingenieure, die dort eine speziell auch für Afrika adaptierte Bauweise entwickelt haben. Noch wird das Holz für die Bauweise aus Deutschland geliefert. Also einige wichtige Schlüsselmaterialien werden immer noch aus Deutschland geliefert. Man versucht dort aber jetzt auch auf lokale afrikanische Anbieter auszuweichen. Und wir haben uns ja die Fabrik angesehen, bei der sozusagen die Fertigteilhauswände vorproduziert werden. Da ist auch ein Schweizer dabei. Schweizer sind ja auch bekannt für ihre Gründlichkeit und Qualitätsliebe, oder? Und der Produktionsleiter dort ist ein Schweizer und die Firmengründer sind Deutsche. Und also, wenn du dort in das Haus reinkommst, das Erste, wo mir aufgefallen ist, hier waren wirklich deutsche Bauingenieure am Werk, weil du hast genau an der richtigen Stelle immer eine Steckdose, zum Beispiel. Das ist immer das, woran ich merke, hier, wer hat dieses Haus geplant oder irgendjemand, ne? Weil überall, wo du eine Steckdose brauchst, ist keine Steckdose und dort, wo du mit einer Steckdose nichts anfangen kannst, da sind 3 oder so. Und also du merkst an dem Hausschnitt im Prinzip, wo ist eine Wand, wo ist eine Tür, in welche Richtung gehen die Türen auf und zu. Und die Fenster übrigens sind auch von hoher Qualität. Also wir haben uns alles angeguckt. Ich glaube, die Fenster kommen aktuell allerdings von einer türkischen Firma. Sehr, sehr hohe Qualität. Ich kann einfach nur jeden einladen, kommt mal vorbei, guckt euch das mal an. Wir machen ja unsere Plan-B-Reisen dahin, regelmäßig, so alle 3 Monate. Und das muss man gesehen haben. Also übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich es schon bei einer der vorigen Fragen vor uns gesagt habe. Man hat da in Pace Sol, das ist also so ein spezieller Baukomplex auch an der Ostküste, da hat man mal das gleiche, identische Haus einmal mit Stein und einmal mit Holz gebaut. Man hat es mit der klassischen Weise, man kann ja im Prinzip Steine, auf der Insel werden überall Ziegelsteine produziert. Da hat man das gleiche Haus gebaut und rechts hat man das gleiche Haus mit dieser Volkshausbauweise, wo man die Wände vorproduziert, aus Holz im Prinzip. Außen sind spezielle, mit so einer Art Beton beschichtete Platten drauf genagelt. In der Mitte ist eine Steinwolle-Isolierung. Und es ist unglaublich, du gehst in das Volkshaus rein, es hat einen villenartigen Charakter, also mit der Top-Qualität. Und du sagst, oh, hier ist irgendwas anderes in dem Haus. Ne? Also die Luftfeuchtigkeit ist niedriger, Temperatur ist niedriger, eine ganz andere Atmosphäre, einfach durch den Holzanteil. Die Idee, die jetzt hier diese Bauplaner verfolgen, ist eben eine nachhaltige Bauweise für Afrika zu entwickeln, die auch dem Klima in Afrika gerecht wird. Häuser, die weniger Energie für Kühlung brauchen. Und das habe ich auch dazu gelernt, dass eben einfach ein Steinhaus viel mehr Energie braucht, um es runterzukühlen mit den Klimaanlagen. Und eben in einer sehr kurzen und schnellen Zeit mit geringen Baukosten Häuser zu bauen. Für die Locals gibt es da Häuser zu kaufen mit dieser neuen, oder Wohnungen mit dieser neuen Bauweise von Volkshaus, wo sie vielleicht $10.000 bezahlen für eine Wohnung. Ne, also wirklich Wohnraum, den sich auch Locals leisten können. Das ist eigentlich ein Hauptziel auch mit von der Aktivität. Und parallel kommen eben auch, sagen wir mal, vielleicht größere Wohnflächen, noblere Häuser mit raus für unsere Investoren. Also Bauqualität ist was, worüber sich der Investor zunächst mal keine Sorgen machen muss, aber was man sich am besten natürlich vor Ort selbst anschaut. Genau, also ich wohne ja auf einer griechischen Insel, sage ich ja immer mal wieder, ohne den Namen zu nennen sozusagen. Aber wie gesagt, diese Bauqualität, die ich da in Afrika, in Fumba Town gefunden habe, die habe ich hier auf der griechischen Insel noch nicht gefunden, zum Beispiel, ja.
Sehr gut. Vielleicht abschließend jetzt noch ein, zwei Fragen zum Thema Familie. Wir haben ja auch durchaus Familien, die an diesem Angebot interessiert sind. Auch bei einer Reisen geht es eine Familie mit mehreren Kindern. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dort tatsächlich leben zu wollen und auch jetzt mit Familie dorthin zu ziehen, dann sind ja doch spezifische Dinge hier besonders für Familien wichtig. Eine Sache haben wir schon im Detail besprochen, das Thema Sicherheit. Das hast du sehr positiv bewertet. Aber wenn ich jetzt dort mit Kindern bin, wie ist es zum Beispiel mit dem Thema Schulbildung? Staatliche Schule oder würde man sagen, okay, am besten Privatschule dann? Wie ist es da? Genau, also eine internationale Schule beispielsweise. Also wir kennen das ja von einigen. Also am meisten geschockt waren wir, glaube ich, von Hongkong. Das waren ja, glaube ich, monatliche Kosten von fast $10.000 oder sowas für Schüler auf der internationalen Schule. Dann kennen wir so von anderen Ländern, dass da von Kind vielleicht 1.000, 1.500 Euro bezahlt werden muss für eine internationale Schule. In Sansibar ist so, dass da, sagen wir mal, die zwei meistbekanntesten internationalen Schulen Monatspreis pro Kind entweder 500 oder 250 Dollar hat pro Monat. Ne? Einfach mal, damit man so eine Hausnummer hat. Es soll auch Eltern geben, die ihre Kinder auf die normale Schule schicken, die es da so gibt, für die ganz normalen Locals. Aber da gibt es geteilte Ansichten. Also da gibt es welche, die sagen, ja, kann man durchaus machen. Andere sagen, nein, niemals würde ich mein Kind auf so eine Schule schicken. Aber das muss man einfach selber dann entscheiden. Und ansonsten ist erstmal schon, finde ich, von dem, was ich so gehört habe von vielen anderen Ländern, $500 oder $250 für eine gute internationale Schule. Und es gibt da einige, es gibt die FESA Schule, die British School, die SOS Schule, die Coastal Academy. Also da gibt es einige internationale Schule, die internationale Schule Sansibar und so weiter und so fort. Also da hat man noch Auswahl, kann man sich die Schulen anschauen. Ich glaube 4, 5 internationale Schulen gibt es auf der relativ kleinen Insel. Es gibt 2 Universitäten auf der Insel selber. Und dann, wenn man also wirklich seine Kinder dort studieren lassen wollte, ist jetzt das indische MIT, hat gerade neu eröffnet, direkt neben Phumba Town. Wer also jetzt in die Informatikrichtung geht, eine sehr also eigentlich die renommierteste IT-Schule mit aus Indien. Und die haben da also eine Niederlassung aufgemacht. In Dar es Salaam auf dem Festland gibt es Universitäten, wenn jetzt wirklich Jugendliche da bleiben wollen. Ich meine, die Stadt wächst ja. Die Stadt hat momentan so etwas über 1.000 Einwohner. Ja, sind also momentan, ich glaube, so 700 Häuser und Wohnungen sind schon übergeben von den 5.200 ungefähr, die geplant sind. Also man sieht auch langsam kommt Leben in die Stadt, die Restaurants füllen sich am Abend, da ist also was los. Und es gibt Auswanderer, Eltern, Deutschsprachige, die auch wirklich mit dem Ziel dahin ausgewandert sind, mit ihren Kindern jetzt dort wohnen, weil sie sagen, ich möchte mein Kind im Homeschooling unterrichten. Und das geht dort Wichtiger auch. Punkt, Ne? ja. Wichtiger Genau, Punkt. und in ihrem Land, also ob das jetzt also aus der Schweiz beispielsweise oder aus Deutschland, ist das eben nicht möglich. Und deswegen haben sich Sansibar ausgesucht und unterrichten dort die Kinder zu Hause. Vielleicht wird sich dort in Zukunft auch in der Community, in Phumba Town selber auch, vielleicht werden sich mal Eltern zusammentun, sagen, wir machen das zusammen das Homeschooling oder andere Schulkonzepte dort entwickeln. Also kann ich mir durchaus vorstellen, je mehr sich die Stadt füllt. Das ist übrigens auch noch ein Punkt, was ich so gemerkt habe, diejenigen, die mit unserer Gruppe dort gewesen sind, du bekommst eine Vision, was dort mal für eine Stadt entsteht. Du siehst, was schon da ist und du siehst, was entsteht. Und bei vielen, die dort mit dabei gewesen sind, da hast du gemerkt, es hat permanent im Kopf gerattert, wenn ich hier wohnen würde, was könnte ich denn hier noch mitmachen? Also wir hatten einige dabei, die könnten theoretisch von ihren Zinserträgen leben dort und sich ein schönes Leben machen. Aber wenn du so eine junge, dynamische, tolle Stadt siehst, die entsteht, sagst du, was mache ich denn hier? Mache ich vielleicht einen Laden noch auf? Du kannst einen Laden kaufen, ich glaube für 10.000 Euro oder sowas, kaufst du dir einen Laden in der Ladenzone, die da gerade geplant wird, oder? Und dann stellt man sich ein Local ein, wir hatten schon gesagt, 120, 130 Dollar pro Monat und kannst also verschiedene Ideen, Konzepte entwickeln. Vielleicht aber eben auch Dienstleistungen für die Menschen, die künftig dort wohnen. Ne? Also zum Beispiel eben Kindergarten, zum Beispiel Schule, was auch immer man da tun kann. Ich habe jetzt auch schon zweimal mit einem Arzt oder einer Ärztin gesprochen, die überlegen, oh, vielleicht kann ich dann auch bestimmte medizinische Leistungen für das internationale Umfeld dort anbieten. Also da gibt es viele Möglichkeiten, viel zu tun.
Ja, klingt sehr interessant. Also das wird sicherlich für viele hier die richtige Option sein, die hier ins warme Klima wollen. Abschließend vielleicht noch hier eine letzte Frage, die auch mit Kindern und Familie besonders relevant ist. Jeder, der Kinder hat, weiß es ja, man muss ständig zum Arzt. Irgendwas haben die Kinder immer. Wie ist da so die gesundheitliche Versorgung in Sansibar? Wie muss ich mir das vorstellen? Direkt in Fumba-Town gibt es eine Arztpraxis, die Ärztin spricht Deutsch, die Krankenschwester habe ich nicht persönlich gesehen, aber ich meine, es soll eine Holländerin sein. Die versteht man ja auch ganz gut oder umgekehrt, man wird gut verstanden als Deutscher zumindest. Da habe ich sehr viel Gutes gehört. Ich selber war da nicht, ich habe es nicht gebraucht, aber ich habe mit einigen gesprochen, die da Hilfe brauchten, die zum Beispiel an der Ostküste mal ein großes Problem hatten und dann nach Fumba-Town gegangen sind, dort mit der Ärztin zu tun hatten, sehr, sehr zufrieden waren, sehr, sehr professionell. Jetzt bei größeren Operationen, also wenn du wirklich was ganz, ganz Ernsthaftes hast, habe ich mir sagen lassen von den Deutschen, die da wohnen, dann lassen sich mit dem Flugzeug rüber nach Dar es Salaam, das sind 20 Minuten Flug, in ein Krankenhaus bringen und die sollen sehr, sehr gut nach internationalem Standard ausgestattet sein. Ah, ja. Aber das muss ich sagen, das habe ich mir noch nicht selber angeguckt. Du siehst ja fast, also ganz, ganz viel haben wir uns selber angeschaut, sind wir selber hingegangen. Krankenhaus und Arztpraxis habe ich mir noch nicht angeguckt, nur die Apotheken habe ich mir angesehen. Sehr gut. Na, Daniel, also das waren hier schon alle meine Fragen. Es klingt auf jeden Fall sehr faszinierend. Ich denke, wir haben hier Sansibar wieder einigen Zuschauern und Zuhörern hier näher gebracht. Jeder, der sich dafür intensiv interessiert und sich mit dem Thema auseinandersetzen sollte sich überlegen, dort eine Reise hin zu unternehmen. Gerne mit uns. Die Daten der Reisen stehen bei uns auf der Webseite drauf. Link dazu packen wir hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. So machen wir das. Alles klar, dann sehen wir uns in Sansibar. Und man muss natürlich fairerweise noch dazu sagen, also auch wenn ich jetzt hier vielleicht so begeistert über Sansibar spreche, es gibt neben Sansibar natürlich schon auch ein paar andere Optionen, ne, die wir auch auf unseren Webseiten vorstellen. Einzigartig, wie gesagt, Sansibar ist eben dieses Stadtkonzept, was wir jetzt gesehen haben. Aber wir haben ja schon, wie du selber erzählt hast, über die Bahamas gesprochen. Tolle Bauqualität, tolle Lage. Wer jetzt zum Beispiel Nähe zu USA sucht und sagt, ich will Business in den USA machen, ich habe Familie in den USA oder ich liebe es einfach in Miami zu shoppen, also dann ist Sansibar vielleicht ein Plan C oder als Investmentobjekt noch eine Option, aber dann sind die Bahamas natürlich besser. Oder Costa Rica, haben wir ja drüber gesprochen. Also es gibt noch einige andere Optionen. In Sansibar, wie gesagt, das dynamische, pulsierende Afrika. Man lässt sich von der Energie anstecken, die da herrscht und das Entwicklungspotenzial, das man sieht und eben die Stadt. Also, dann Schluss. Wunderbar. Jetzt. Dann sehen wir uns in Sansibar. Ne? Bis dann. Bis demnächst. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.